Am 31. Mai 2010 hat Papst Benedikt XVI. Die Stiftskirche St. Vitus und St. Deoka in Herrieden zur päpstlichen Basilika erhoben. Damit ist sie nicht nur in besonderer Weise mit dem Papst verbunden, sondern soll auch als besonderes Zentrum liturgischer und pastoraler Dienste eine Beispielfunktion für die ganze Diözese übernehmen. Die Geschichte des Gotteshauses reicht bis in die Zeit Karls des Großen zurück. Der heilige Deoka, dessen Gebeine sich in der Basilika befinden, soll sein Beichtvater gewesen sein. Deoka war erster Abt des Benediktinerklosters Herrieden. Die Kirche selbst wurde im Jahr 1071 erstmals urkundlich erwähnt, als Bischof Gundekar II. Von Eichstätt und Bischof Embricho aus Augsburg einen Altar weihten und das bisherige Patrozinium St. Salvator durch das des heiligen Vitus ersetzten. So trägt die Stiftsbasilika in Herrieden nun zwei Patronate, das des heiligen Vitus, der in Franken eher als St. Veit bekannt ist, und das des heiligen Deokas, der wiederum auch noch als Stadtpatron von Herrieden verehrt wird. Seine Gebeine wurden von 1482 bis 1783 in diesem gotischen Hochgrab verehrt. Es stand ursprünglich in der Mitte der Kirche, befindet sich heute jedoch in der Blasiuskapelle südlich des Chorraums. Es stellt das Abbild eines spätgotischen rechteckigen Kirchenbaus dar und ist mit dem Wappen des Eichstätter Bischofs Wilhelm von Reichenau und Darstellungen der heiligen Willibald, Walburga und Wunibald und des Ortspatrons des heiligen Deoka geziert. Seit der 1000-Jahr-Feier des heiligen Deoka befinden sich seine Reliquien in einem Glasschrein über dem Tabernakel des Hochaltars. St. Veit war ein Märtyrer zur Zeit des römischen Kaisers Diokletian. Die Deckengemälde im Hauptschiff der Herriedener Basilika zeigen die Heilung des Kaisersohns von der Besessenheit, aber auch das Martyrium des heiligen Vitus im Ölkessel. Veit selbst gehört zu den 14 Nothelfern. Höhepunkt seiner Verehrung waren zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert. In über 1300 Orten ist Vitus Patron von Kirchen, Kapellen und Altären. Allein 150 Orte beherbergen Reliquien des Heiligen und auch Herrieden hat ein herausragendes Reliquiar. Unter dem Zelebrationsaltar aus Jura-Marmor befindet sich eine gotische Reliquienmonstranz, ein Geschenk Kaisers Karl IV. Von 1358, allerdings nur eine Kopie. Das Original ist sicher verwahrt in einem Banktresor. Beim Besuch des Gotteshauses fällt der Blick sofort auf das Gemälde im Hochaltar. Es zeigt die Aufnahme des Kirchenpatrons St. Vitus und des Ortspatrons St. Deoka in den Himmel, geschaffen 1695 vom Münchner Maler Johann Caspar Singh. Fast 100 Jahre später wurde der gesamte Hochaltar im Zuge der Barockisierung der Kirche neu gestaltet. Als Vorlage für das Holzrelief mit der Geburt Christi links vom Tabernakel und der Elfenbeinschnitzerei Anbetung der heiligen drei Könige rechts vom Tabernakel diente ein Altarbild von Peter Paul Rubens. Herrieden war das Zentrum des oberen Eichstätter Hochstifts, also des Gebietes, in welchem der Eichstätter Bischof auch die politische Macht als Landesfürst ausübte. Deutlich wird die enge Verbindung mit Eichstätt an den zahlreichen Darstellungen der Eichstätter Bistumspatrone. So finden wir in den seitlichen Medaillons oberhalb der Arkaden die Darstellungen der heiligen Willibald, Wunibald, Walburga, Sola, Richard und natürlich wiederum die heiligen Vitus und Deoka. Dem heiligen Willibald ist ferner ein Seitenaltar im südlichen Seitenschiff gewidmet. Darüber finden wir eine Darstellung der Profess der heiligen Walburga. Herrieden ist heute eine Stadt mit etwa 7.600 Einwohnern am Oberlauf der Altmühl im mittelfränkischen Landkreis Ansbach und gehört bereits zur Metropolregion Nürnberg. Zur Pfarrgemeinde St. Vitus und Deoka gehören etwa 3.300 Katholiken.
Katholische Christen stellen in der Stadt einen Bevölkerungsanteil von etwa 75%, während sich in der Umgebung nur etwa 30% der Einwohner zum katholischen Glauben bekennen.